Hey Leute, schauen wir uns mal eine interessante Doku der ARD an, die bei vielen die Frage aufwirft, was ist da eigentlich los? Die große Angst. Wird Ostdeutschland fast schon als düsterer Ort voller Nazis und Angriffen auf die Pressefreiheit dargestellt? Larissa Fußer von Apollo News hat das Ganze genau unter die Lupe genommen. Sie zeigt auf, dass die ARD hier eher auf Emotionen und Ängste setzt, anstatt wirklich mal zu fragen, warum so viele Menschen in Thüringen und Sachsen die AfD gewählt haben. Eine Diskussion über die eigentlichen Probleme. Fehlanzeige. Stattdessen nur Angst, Panikmache und das Bild vom ostdeutschen Demokratieverweigerern. So versucht die ARD, den Osten als ganz schlimm darzustellen. Dieser verseuchte ARD-Sender gehört abgeschaltet. Seid gespannt, das wird spannend. Auf geht's. Die große Angst. So heißt eine Dokumentation, die die ARD vor wenigen Tagen ausgestrahlt hat. Es geht natürlich um Ostdeutschland und die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Schon in den ersten Sekunden wird klar, wem die beschworene große Angst gilt. Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sind vorbei. Das ganze Land muss Demokratie neu denken. In Thüringen ist die rechtsextreme AfD stärkste Partei geworden. Eigentlich hat man ja an diesem Punkt schon gar keine Lust mehr weiter zu gucken. Billige Polit-Thriller mit unterkomplexen Freund-Feind-Charakterkonstellationen braucht man sich nun wirklich nicht auch noch von den Öffentlich-Rechtlichen reinzuziehen. Das gibt es zur Genüge in den Filmsammlungen, die beispielsweise von Flug-Airlines gratis zur Verfügung gestellt werden. Ich habe mir die knapp 45 Minuten dennoch angesehen und ich finde sie, wenn auch schwer erträglich, tatsächlich ziemlich interessant. Jedoch nicht aus den Gründen, die vermutlich die ARD dazu bewogen haben, diese Doku in Auftrag zu geben bzw. auszustrahlen. Man kann sie gerade so vor sich sitzen sehen, die Filmemacher, die gemeinsam darüber sinnieren, wie man die Landtagswahlen im Osten in einem möglichst emotionalen Film einordnen kann. Wir brauchen Leute vor Ort, hat es da vermutlich geheißen. Betroffene, die dem Zuschauer ihr Herz ausschütten und ganz nebenbei ihre Angst vor der AfD zum Ausdruck bringen. All das hat man ja schon einige Male gesehen. Interessant ist an der Doku aber, dass sie die Weigerung der Öffentlich-Rechtlichen offenbart, sich nach diesen Landtagswahlen tatsächlich einmal damit auseinanderzusetzen, was so viele Menschen in Thüringen und Sachsen dazu bewogen haben könnte, die AfD zu wählen. Es geht den Filmemachern zu keinem Zeitpunkt um eine inhaltliche Analyse der Probleme und Gedanken der AfD-Wähler. Es geht ehrlicherweise einfach überhaupt nicht um die AfD-Wähler. Keiner von ihnen kommt während der Doku zu Wort. Stattdessen geht es um Angst. Angst vor der AfD, Angst vor den AfD-Wählern, Angst davor, wie sich die ostdeutschen Bundesländer verändern werden. Es kommen zahlreiche Personen zu Wort, die Angst haben. Politiker, Journalisten, Unternehmer, Betreiber von Jugendkultureinrichtungen, Anwohner auf der Straße, alle offenbar ansässig in Thüringen und Sachsen und alle erfüllt von Sorgen über die Zukunft Ostdeutschlands. Und das Abgefahrene daran ist, dass all diese Ängste von den Filmemachern einfach in den Raum gestellt werden, als wären sie keine subjektiven Emotionen, sondern wahrhaftige Vorhersagen der Zukunft. Da ist beispielsweise ein Journalist der Thüringer Allgemeinen, der meint, dass es mit einer AfD-Regierung keine Pressefreiheit mehr gäbe. Ich sehe das auch als Schicksalswahl mit Blick auf die Pressefreiheit in diesem Land tatsächlich. Wenn die AfD hier in Verantwortung kommt, werden wir im Großen möglicherweise erleben, was wir zum Beispiel im Kleinen im Landkreis Sonneberg erleben seit einem Jahr. Zum Beispiel, dass ein Landrat einfach gar keine Fragen mehr beantwortet, gar keine Interviews mehr großartig gibt. Also ich habe selber eine Anfrage beim Landrat Robert Sesselmann, erster AfD-Landrat in Deutschland. Seit, weiß nicht, Monaten habe ich die liegen. Nun, ich könnte jetzt all die Politiker unserer Bundesregierung aufzählen, die unsere Presseanfragen regelmäßig unbeantwortet lassen, aber das würde hier wohl zu weit führen. Auch die Ängste von anderen Interviewpartnern bleiben sehr diffus. Ein Unternehmer sorgt sich, dass in seiner Firma niemand mehr arbeiten will, wenn die AfD regiert. Eine Lehrerin berichtet betroffen von Kindern, die Angst davor hätten, abgeschoben zu werden. Ich bin Lehrerin und wir haben wirklich Klassen eben, wo die Kinder richtig Sorge haben, dass sie jetzt abgeschoben werden. Ne? Tolle Familien, engagierte Kinder und das bedrückt einfach. Mal so ganz nebenbei wird hier wieder die Korrektivlüge verbreitet, dass die AfD konkrete Pläne hätte, jeden Menschen mit Migrationshintergrund, auch deutsche Staatsbürger, abzuschieben.
Die ARD gibt sich nicht viel Mühe, die Aussagen der Befragten einzuordnen. Die Angst allein reicht offenbar als Beweis. Das ist tatsächlich das Gruselige an dieser Doku, dass sie zu keinem Zeitpunkt den Anspruch offenbart, die Realität abbilden zu wollen. Die Angst allein ist Gegenstand der Berichterstattung. Das ist das Absurde. Die Filmemacher fragen vollmundig im Begleittext zu ihrer Doku auf der Webseite der ARD, was kann die Gesellschaft künftig zusammenhalten? Und unternehmen dann das denkbar kontraproduktivste, um die Ostdeutschen nach dieser Wahl, ja was, zusammenzuhalten. Sie interviewen keine AfD-Wähler, lassen nur ihre Gegner zu Wort kommen, bemühen sich nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den politischen Problemen, die zu diesem Wahlergebnis geführt haben, wie zum Beispiel der großen Wut über die ungelösten Migrationsprobleme in diesem Land. Sie bauen mit düsterer Musik und Bildern eine Drohkulisse auf, halten sich nicht mit lästigen Differenzierungen zwischen AfD-Wählern und Nazis auf und bringen die AfD gezielt mit Nazi-Jargon wie Machtergreifung in Verbindung. Kurz, die ARD macht den Zuschauern selbst Angst, bringt sie gegen die AfD-Wähler auf, spaltet die Bevölkerung durch Freund-Feind-Denken. Und ganz nebenbei drückt man den Ostdeutschen mal wieder rein, dass sie auf verbranntem Land leben würden, dass man ja nur den besten Zeitpunkt wählen könne, gen Westen abzuhauen. Dass die dummen Ossis eben nicht wüssten, wie das mit der Demokratie geht, kommt bestimmt super an bei den Ostdeutschen. Diese pseudo-mitfühlende Arroganz. Zum Beispiel auch von dem eingeladenen Soziologen, der den verflixten Ossis die moralische Notwendigkeit der Brandmauer erklärt. Ist die Brandmauer also undemokratisch? Der Soziologe Matthias Quent widerspricht. Die sogenannte Brandmauer oder der Cordon sanitaire ist nicht undemokratisch, weil er dem Zweck einer wehrhaften Demokratie dient, die Demokratie zu schützen einerseits und andererseits, weil der Wählerwille ja berücksichtigt wird. Es ist ja nicht so, als ob die Fraktionen nicht in den Parlamenten sitzen, aber es gibt natürlich kein Recht auf Koalition, kein Recht auf eine Zusammenarbeit mit anderen. Es ist ein Dilemma, aber es ist kein demokratiepolitischer Widerspruch, die sogenannte Brandmauer gegenüber der AfD aufrechtzuerhalten, um insbesondere auch Minderheiten in Deutschland vor den Folgen ihrer Politik zu schützen. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber ARD. Besser hättet ihr eure eigene Borniertheit nicht zum Ausdruck bringen können. Aber erzählt mir in der nächsten Talkshow bitte nicht wieder, dass die Wahlergebnisse im Osten das Land wachrütteln müssen, dass sie zeigen würden, dass sich etwas ändern muss. Ihr wollt doch selbst nichts ändern. Ihr wollt immer noch nicht begreifen, dass der AfD-Wählerzuwachs im Osten keine Naturkatastrophe ist, die man aussitzen muss. Ihr wollt nicht akzeptieren, dass dahinter reale Menschen stecken, die mit der herrschenden Politik unzufrieden sind und ihr demokratisches Recht damit wahrnehmen, ihr Kreuz nicht mehr bei den Regierungsparteien zu setzen. Was diese Doku zeigt, ist, dass es bei den öffentlich-rechtlichen Medien offenbar schon lange nicht mehr den Anspruch gibt, die Realität abzubilden. Wie immer öfter in der Politik geht es nicht um Inhalte, sondern um Gefühle. Was nur keiner begreift ist, eine Panikattacke hat noch nie ein Problem gelöst. Und die Ostdeutschen werden ganz sicher nicht ihren Mund halten, nur weil man es ihnen durch den erhobenen Zeigefinger befiehlt.